Ja, erstmal Servus. Ja, und heute machen wir einen der weltberühmtesten Käsekuchen überhaupt, einen japanischen Käsekuchen. Und wie immer fangen wir zuerst mit der Vorbereitung an, indem wir die Eier trennen, die Kuchenform, sprich die Springform vorbereiten. Und für die Springform verwenden wir natürlich Backpapier für den Boden und für den Rand. Und damit das Backpapier einfach besser am Rand hebt, verwende ich einfach ein bisschen Butter. Und jetzt nehme ich auch schon gleich Aluminium und ummantel damit die Springform. Das soll nachher später verhindern, dass Wasser eindringt, aber dazu später mehr. Auch vermische ich das Mehl, die Stärke und das Salz zuerst mal miteinander in einer kleinen Schüssel. Das Durchmengen geht in dieser Schüssel einfach schon mal schneller und besser. Ich nehme hier jetzt eigentlich nur einmal den Mixer, und zwar um den Eidotter cremig zu schlagen, weil den brauche ich später. Und sogleich richte ich auch einen Topf mit Wasser her, weil ich brauche eine Schüssel im Wasserbad. Weil in die Schüssel kommt jetzt Milch, der Schafskäse und die Butter hinein. Aber die Butter kommt zum Schluss hinein. Die fängt natürlich dann an sofort mit Schmelzen. Aber kurz bevor sie komplett geschmolzen ist, nehmen wir das Ganze schon vom Wasserbad herunter. Denn das Ganze darf nicht zu heiß werden, wenn wir das zu den Eigelben hinzugeben. Jetzt rühren wir das Ganze immer nur mit dem Schneebesen durch. Wir wollen nicht, dass noch weitere Luft in das Ganze hineinkommt. Natürlich wirkt das Ganze jetzt schon richtig cremig, aber das wollen wir ja. Und damit es noch schön homogen bleibt, sieben wir nun diese Mehlmischung auch hinein. Natürlich schrittweise, und parallel rühren wir das Ganze schön durch. Aber vorsichtig und mit viel Gefühl. Und für den Geschmack dürfen wir natürlich nicht die Buttervanille vergessen, da geben wir ein halbes Fläschchen hinzu. Und ganz leicht unterheben. Gleich danach schlagen wir dann die Eiweiße auf. Das muss schön steif werden, das Ganze. Kurz vor Ende geben wir dann noch den Zucker hinzu. Und den auch nur schrittweise, nicht alles auf einmal. Und wenn man den Mixer dann rauszieht, müssen solche Spitzen entstehen. Dann ist die Konsistenz genau richtig. Genau richtig, um ihn dann anschließend vorsichtig unterzuheben. Und wenn wir jetzt dann das letzte Mal Eiweiß, den Eischnee hinzugegeben haben, dann rühren wir den jetzt nicht mit dem Schneebesen unter, sondern mit dem Spachtel. Und dann ist es natürlich gut, wenn man die Springform gleich parat hat, sprich fertig vorbereitet. Dann kann man das Ganze nämlich in diese Springform hineingeben. Mal kurz mit dem Stäbchen durch den Teig fahren. Mal kurz durchrütteln und klopfen, dass die Bläschen oder Blasen aufsteigen und später keine Probleme verursachen können. Wie ihr schon gemerkt habt, habe ich die Springform jetzt in eine Auflaufform hineingestellt, und in diese Auflaufform geben wir dann kochend heißes Wasser, ca. 2 bis 3 cm hoch. Und von dort ab in den vorgeheizten Ofen, und den haben wir auf 160 Grad aufgeheizt. Da bleibt das Ganze dann für 20 Minuten drin. Aber keine Angst, danach schalten wir das Ganze auf 140 Grad Ober- und Unterhitze runter, und es bleibt nochmal für 60 Minuten lang im Ofen. Und dann kommt er endlich raus, der Kuchen. Wir befreien ihn natürlich dann gleich von der Aluminiumfolie und von dem Rand der Springform.
Natürlich kann man ihn komplett abkühlen lassen oder man wartet nur ein bisschen und dann kann man diesen Kuchen lauwarm verspeisen. Sehr, sehr lecker. Also, das ist ganz klar ein Käsekuchen, der ist so ganz anders wie die Käsekuchen, die ich bis jetzt schon gebacken habe. Aber er ist nicht minder interessant und er schmeckt so richtig lecker. Versucht's einfach mal diesen nachzubacken, vielleicht wird es ja euer Favorit. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich sage Tschüss und bleibt gesund und bleibt am Ball.